Good morning, good evening, good afternoon, wherever Guten you are. Morgen, guten Abend, schönen Nachmittag, wo auch immer ihr seid. So, welcome to the next installment of the Not Another Lockdown series webinars. Und jetzt starten wir quasi mit dem nächsten, nicht mehr richtig im Lockdown-Webinar, mit dem nächsten. I think you guys are going for another lockdown, right? Ich glaube, wir sind ja dann schon bald wieder im Lockdown, oder? Einige von uns zumindest. Okay, so today I'm going to talk about vaccine stress. Und heute werde ich mich so um den Impfstress bemühen und darüber sprechen. And I'll be looking at, this is not a discussion on a pro or con for or against vaccines, not at all. Und das soll keine Diskussion werden, wo es um für oder gegen Impfstoffe oder Impfen geht. Überhaupt nicht. So I'll be looking at how they work. Sondern ich werde euch mehr zeigen, wie sie funktionieren. How they are, what different types of vaccines there are. Welche unterschiedlichen Typen von Impfstoffen wir haben. And how that the immune system responds to each. Und wie das Immunsystem auf jedes einzelne Vakzin reagiert. And I'll also be sharing with you some information about specifically the coronavirus vaccine. Und natürlich werde ich mit euch auch ganz spezifische Informationen teilen zum Coronavirus-Vakzin. And some interesting information that they've found from people with this, you know, the SARS coronavirus 2 infection, people have had natural infections, what you see in their immune system, depending on what type of reaction they had to the infection. Und dann werde ich euch auch noch Informationen dazu geben. Und es ist sehr interessant, über Leute, die bereits an einem SARS-CoV-2-Virus erkrankt sind und was für Immunreaktionen da zu beobachten waren in Bezug auf die Infektion. And then at the end, I'll talk a little bit about the latest news about the AstraZeneca and blood clotting. Und ja, am Schluss werde ich mich noch ein bisschen dazu äußern über den Impfstoff AstraZeneca und die Blutgerinnung. Okay. You can see that okay? Yes. Okay. Good. All right, so. Okay, es geht los. We won't be doing formatting, that's in the course. Sorry, this slide's from the course. Also wir werden uns jetzt hier nicht um Formate kümmern, das gibt es dann im Kurs. Ich habe ja einen eigenen Kurs dafür auch geschrieben. So we'll be looking at the types of vaccines. Wir schauen uns jetzt erstmal die unterschiedlichen Vakzintypen an. We'll be looking at Adjuvants. Wir schauen uns die Adjuvantien an. And we'll be looking at all the immune system. Und wir schauen uns dann natürlich auch noch das Immunsystem an. So according to the World Health Organization, also laut oder nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation, vaccination is the administration of agent-specific but safe antigenic components that in vaccinated individuals can induce protective immunity against the corresponding infectious agent. Und die sagen eben, Impfung ist die Verabreichung von erregerspezifischen, aber sicheren Antigenkomponenten, die bei geimpften Personen dann eine schützende Immunität gegen den entsprechenden Infektionserreger induzieren können. So, what is an antigen? Also, was ist ein Antigen?
So normally we describe an antigen because if you look at this, it's antigenic components. So an antigen is usually described as an external membrane-bound molecule. Und wenn ihr hier diese Definition von der WHO nochmal anschaut, dann geht es ja hier um quasi die antigenen Komponenten. Also was ist jetzt ein Antigen? Ja, und das ist eigentlich nichts anderes als ein externales, membrangebundenes Molekül. And they can be made up of many things. Und die können aus verschiedenen Dingen bestehen, diese Antigene. Often they're proteins with amino acids. Oft setzen sie sich zusammen aus Proteine, also Aminosäuren. They can be monosaccharides or amino sugars. Können auch sich dabei um Monosaccharide handeln oder auch Aminozucker. So the monosaccharides are what you would call chains are called oligosaccharides. Die Monosaccharide, das wären dann so Ketten, die man Oligosaccharide nennt. And if they're with proteins, they're called glycoproteins. Bei den Proteinen nennen wir sie Glykoproteine. They can also have lipid components. Die könnten auch Lipidkomponenten aufweisen. And they can be combined with the monosaccharides and amino sugars where they're called glycolipids. Und die könnten dann kombiniert sein mit Monosacchariden oder Aminozucker und dann würden wir sie Glykosaccharide nennen. Now, pathogens have antigens on their membranes. Und Pathogene haben dann auch wieder Antigene auf ihren Membranen. And specifically with the coronavirus vaccines, they've been using the spike protein that's on the membrane. Und speziell bei dem Coronavirus-Vakzin, da haben die sogenannten Spike-Proteine auf der Membran. Okay. We have on our cells, for instance, the blood group antigens. Auf unseren Zellen haben wir zum Beispiel die Blutgruppenantigene. So they're on our red blood cells. Die befinden sich auf unseren roten Blutkörperchen. And they're just like made up of monosaccharides and amino sugars. Wir bestehen jetzt aus Monosacchariden und auch Aminozucker. Then we have the CD antigens. Dann haben wir die CD-Antigene. CD antigens are often what you'll see in the, on many different, they're on every cell basically, and they're usually glycoproteins. Und die befinden sich fast auf jeder Zelle, auf jeder Körperzelle. Und normalerweise handelt es sich bei diesen CD-Molekülen um Glykoproteine. So this is the important thing. Und jetzt komme ich zu etwas ganz Entscheidendem. On a pathogen, where you have the antigens of the pathogen. Auf dem Pathogen, wo ihr quasi die Antigene auf dem Pathogen findet. What you'll have is what you want is, or for the immune system to respond, the antigens have to be immunogenic. Das heißt, damit wir quasi eine Immunantwort überhaupt erhalten, muss quasi das Antigen immunkonform gestaltet werden. So this is the important thing. So when you get an immunological response to an antigen of a pathogen, then your immune system can attack the pathogen. Und das ist quasi das wirklich Wichtige, dass das Immunsystem, das Pathogen überhaupt attackieren kann, muss das Antigen quasi erkannt werden, damit es zu einer Reaktion kommt des Immunsystems. So the immune system is designed to recognize foreign antigens. Und das Immunsystem ist jetzt erstmal
eigentlich überhaupt darauf ausgelegt, auf Antigene zu reagieren und diese zu erkennen. And they're designed and then develop an immune response. Um darauf dann eine ganz spezifische Immunreaktion zu entwickeln. So this can be like B plasma cells. Und es könnten B-Plasmazellen dann sein. They release immunoglobulin or antibody. Und die setzen dann wieder zum Beispiel Immunglobuline frei oder auch Antikörper. They have T killer cells. Dann auch T-Killerzellen, in Form von T-Killerzellen könnte es aktiv werden. They have natural killer cells. Gibt es natürliche Killerzellen. You've got the complement system. Wir haben das Komplementsystem. You have inflammation. Wir haben die Entzündung And phagocytosis. und die Phagozytose. So they're all forms that the immune system can take. Und das sind alles Arten oder Formen, die das Immunsystem quasi annehmen kann. So when you have a vaccination, Und wenn wir jetzt von einer Impfung sprechen, what you want to do is develop, obviously the B cells for antibody, dann wollen wir natürlich die B-Zellen irgendwie für eine Antikörperreaktion aktivieren. but you also want the long-term immunity, which actually comes from the T cells. Und man will natürlich aber dann auch eine Langzeitimmunreaktion und die kann dann nur von den T-Zellen herstammen. So normally you develop vaccines for usually against bacteria and viruses. Normalerweise werden eben Impfstoffe hergestellt gegen Bakterien oder auch Viren. They're for humans. Werden dann für Menschen hergestellt. Your domestic pets, like your puppies and your pussies. I mean, kitty. Natürlich auch für die Haustiere, speziell für die Hündchen und die Kätzchen. And also for livestock as well. Aber natürlich auch für Nutztiere. Yeah, which is like horses, cattle, sheep, etc. Ja, also da sprechen wir dann von vielleicht Pferden und Kühen und Schafen und so weiter. So historically, there's been 4 types of vaccines developed. Und historisch könnte man sagen, es gibt so 4 Haupttypen von Impfstoffen, die da entwickelt wurden. You've got the live attenuated vaccines. Da gibt es quasi so diese lebend abgeschwächten Impfstoffe. You've got inactivated vaccines. Dann gibt es die inaktivierten Impfstoffe. You've got the subunit or recombinant or polysaccharide conjugate vaccines. Oder die sogenannten Untereinheiten, also Subunit, Rekombinate, Polysaccharid und Konjugatimpfstoffe. And then you've got toxoid vaccines as well. Und dann habt ihr noch die Toxoid-Impfstoffe. And now we've got the new mRNA vaccines as well. Und was jetzt neu dazu gekommen ist, jetzt haben wir quasi diese mRNA-Impfstoffe. So they're another a relatively new, well, I mean, it's the first time it's actually been used in a mass vaccination program, but this technology has been researched for some time. Und man muss sagen, naja, es ist relativ neu. Also es gab da wohl schon auch Untersuchungen dazu, aber dass es jetzt hier so massenweise angewandt wird, das ist definitiv neu. So just a little bit of information about each type of vaccine. Also jetzt hier einfach mal noch so ein bisschen Zusatzinformation über die verschiedenen Impfstoffarten. You've got attenuated are actually live, but they're weakened so they can't cause the disease. Also diese abgeschwächten Impfstoffe, das sind quasi Pathogene, die noch lebendig sind, aber eben abgeschwächt, damit sie quasi keine Erkrankung hervorrufen können.
And so this is actually the most effective type of vaccine. Und das wäre die effektivste Art, die Impfung anzuwenden. Because when you have a live attenuated pathogen, it could be either a bacteria or virus normally. It's actually, when it's in your body, it acts like a live bacteria or virus. Und diese abgeschwächte Lebendform von diesem Bakterium oder von diesem Virus wäre quasi die effektivste Form der Impfung, weil ja quasi dieser abgeschwächte Lebendvirus oder Bakterium im Körper noch so agiert, als ob er quasi als ein echtes Bakterium oder ein echter Virus. Und so gibt es quasi den maximalen Outcome der Impfung. So this gives you the best form of vaccination. Oh, sorry, you just said that, didn't you? Oh, yeah, okay. Ja, das ist die effektivste Form der Impfung. And so when you look, if you look at a live attenuated vaccine and you look at the additive list, it's got the least amount of additives. Und wenn ihr eben diese abgeschwächte Lebendform-Impfung bekommt und euch die Zusatzstoffe anseht, dann hat diese Form der Impfung die wenigsten Zusatzstoffe. Then you've got the inactivated vaccines. Dann habt ihr die inaktivierten Impfstoffe. So these are basically the pathogen, but it's been killed. Und das ist nichts anderes als der eigentliche Erreger, aber der wurde quasi getötet. So when it's inside of you, it doesn't behave like a normal vaccine, like a normal pathogen, because it's dead. Und natürlich, wenn ihr das dann in euch habt, dann agiert es nicht so wie ein lebendiges Pathogen, sondern es ist ja tot. Ja. So the immune system reaction isn't as strong. Das heißt, die Immunsystemreaktion ist nicht so stark. And so this is where you start getting adjuvants put in vaccines. Und deshalb braucht es natürlich auch Adjuvantien, die ihr damit in dieses Vakzin mit reinbekommt. And and you need booster shots. Und man braucht dann auch Auffrischungsimpfungen. Okay. Then you have the next one of the subunit ones. Dann die nächste wäre dann quasi so diese Untereinheiten, diese Subunit-Impfstoffe. And there's various forms of it. Und da gibt es ganz viele verschiedene Formen. But the basic idea of these is that you're just providing a piece of the pathogen, just like a length of protein or glycoprotein or something that's going to provoke the immune system to respond. Und die Idee eben quasi dieser Subunit-Impfstoffe ist eigentlich, dass man nur einen Teil des Pathogens verwendet. Vielleicht nur ein Stückchen von einem Glykoprotein zum Beispiel, ja, auf das dann das Immunsystem reagieren soll. So now conjugate means it's actually the piece of the pathogen is actually conjugated to like a carrier particle, like it could be a carrier protein or something like this. Und Konjugat heißt nichts anderes, als dass es quasi so ein Trägerteilchen gibt. Ja. But also it could be just a piece of a polysaccharide. Könnte einfach nur ein Stückchen von einem Polysaccharid sein. Or just some piece of something. There's various forms of it. There's different ways that they do it. But it's Oder es gibt auch noch andere Formen. Also die haben da ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie die zum Einsatz kommen. So then you've got toxoid. With that one, you need, like the inactivated, you don't get such a strong immune response. So often you have adjuvants and you have, you may need booster shots as well.
Und auch hier ist es so, ähnlich wie bei den inaktiven Impfstoffen, braucht ihr wahrscheinlich Adjuvantien und natürlich auch dann Auffrischungsimpfungen, weil die nicht so effektiv sind wie die abgeschwächten Lebendformen. Then you've got the Toxoid Vaccines. Dann habt ihr die Toxoid-Impfstoffe. So the Toxoid Vaccines, what they do is they're against a toxin that's produced by the pathogen. Und was hier passiert, ist, dass die quasi auf das Immunsystem auf ein spezifisches Toxin reagieren soll, welches von dem Pathogen produziert wird. And so the immune system targets, because it's the toxin that actually causes the disease, not the pathogen. Weil quasi das Toxin die eigentliche Erkrankung verursacht und nicht das Pathogen. So the immune system targets the toxin rather than the actual pathogen. Das heißt, das Immunsystem soll auf das Toxin reagieren und das als Ziel haben und nicht so sehr das Pathogen selbst. You know, tetanus and cholera or typhoid are examples. Also Tetanus, Typhus, Cholera, das wären so quasi Beispiele davon. Then you've got the new mRNA vaccines. Und dann habt ihr noch die neuen mRNA-Impfstoffe. So mRNA is like a copy of a gene normally. Und die mRNA ist nichts anderes als eine Kopie eines Genabschnitts normalerweise. So in humans, when we want to express a gene, we have to copy the gene in the nucleus with messenger RNA, then it goes out into the cytoplasm, and then our ribosomes make the protein. Und im Menschen ist es so, dass quasi die mRNA in den Zellkern eintritt, da wo sich die DNA aufhält, innerhalb des Zellkerns wird der Abschnitt der DNA kopiert, dann kommt die mRNA wieder raus in das Zytoplasma und im Zytoplasma kümmern sich dann die Ribosome quasi um die Herstellung des Proteins. So what happens is with this is that when you get infected by a virus, aber wenn wir dann eine Virusinfektion haben, what the virus does is it uses your ribosomes to reproduce itself. Dann benutzt der Virus unsere Ribosome, um sich zu reproduzieren. Okay. And then they can make copies of themselves. Und so können quasi die Viren Kopien von sich selbst herstellen über die Ribosome. I don't know if you guys remember about a year ago when I did that coronavirus workshop, the coronavirus genome has 10 genes. It's not, viral genomes are not huge. Und so circa vor einem Jahr habe ich ja den Kurs unterrichtet und ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, Coronavirus-Kurs. Und da habe ich ja auch erzählt, dass dieses Coronavirus quasi 10 Gene aufweist. Also das Genom hat 10 Gene. Also es ist keine große Geschichte. So with the mRNA vaccines, what they do is they make a piece of mRNA that would code for a viral protein. Und was die mit der mRNA-Impfung machen, ist quasi, dass sie einfach ein Stück von der mRNA nehmen als Kodierung für das virale Protein. And so what they do is they make this mRNA, then they have to emulsify it in fats. Und zuerst nehmen sie quasi ein Stückchen von dieser mRNA und dann müssen die das quasi in Fett einpacken, dass es erhalten bleibt. And then what happens is that when they inject it, und wenn es dann injiziert wird, it gets uptaken into the cells. Say it's usually in the muscle, into the muscle cells.
Und dann wird es quasi in die Muskelzelle, normalerweise ist es eben in der Muskelzelle injiziert und wird dort auch von den Zellen aufgenommen. So the mRNA then is inside the cell that's the mRNA for the viral protein. Und dann befindet sich die mRNA quasi in unseren Muskelzellen und es ist die mRNA für das virale Protein. And then your body starts making the protein. Und dein Körper fängt dann an, dieses Protein zu produzieren. And so then your cells behave like they would if they were infected by a virus. Und dann würden sich deine Zellen genau so verhalten, als wären sie von dem aktuellen Virus befallen. They go, aha. Und dann sagen die Zellen sowas wie, ah. And they process it. Und verarbeiten das dann einfach. And then they put it on the cell membrane with MHC class 1. Und dann packen die Zellen das auf ihre Zellmembran mit dem MHC Klasse 1 Faktor. And then when the cells get killed, und wenn die Zelle dann abgetötet wird, then what happens is the proteins start floating around and you can get a full immune response. That's what they're seeing, that you can get antibody, everything. Dann durch das Abtöten der Zelle fangen diese Proteine an, frei herumzuflukturieren und lösen quasi eine komplette Immunreaktion aus. Und das ist das, was quasi dann auch gesehen wird. Das ist das, was beobachtet wird dadurch. Yeah. And so they've been researching this style of vaccine for a long time because that's how your immune system responds to cancer cells. So they're researching this to make vaccinations against cancer. Und ja, diese mRNA-Impfung wurde schon eine Zeit lang eigentlich untersucht, weil das ja quasi die gleiche Reaktion ist, die das Immunsystem zeigt gegenüber Krebszellen. Das heißt, es wurde schon eine Zeit daran geforscht, eine Impfung gegen Krebs zu entwickeln. But they hadn't really, they had one for the RS virus, which is the respiratory syncytial virus. But it didn't get past the first trial. So. Und sie haben bereits eine gefunden und das war der sogenannte RS-Virus, ja? Dieses respiratorische Syncytialvirus, dieser RS-Virus, aber es hat jedenfalls nicht gut funktioniert. Okay. So I just want to look at just quickly review the immune system. I know you all know it pretty well. Und ich möchte nur noch mal ganz kurz das Immunsystem mit euch durchgehen. Ich weiß schon, ihr kennt das alles sehr gut wahrscheinlich, aber trotzdem. Yeah. So you've got two parts of the adaptive immune system. Und ihr habt hier so zwei unterschiedliche Teile des adaptiven Immunsystems. So both start with the T helper cell. Und beide starten mit der T-Helferzelle. Which then recognizes the pathogen. Und die erkennt das Pathogen. Sorry, this is a T helper cell there. No, sorry. First they have to, Also wartet mal, ich fange nochmal an. Ja? Okay. So first they have to be recognized by an antigen presenting cell. Sorry. Zuerst, bevor wir zur T-Helferzelle natürlich kommen, muss es ja eine Erkennung geben durch die antigenpräsentierende Zelle. So on the left you have the B-cell pathway. Und links im Bild seht ihr den B-Zellenpfad. So this gives you humoral immunity. Und das gibt euch die humorale Immunität. Which basically gives you antibody in your blood. So if you get the pathogen in your blood, the antibody can attack it. Und das heißt nichts anderes, die humorale Immunität, als dass ihr Antikörper in eurem Blut erhaltet. Und wenn dann ein Pathogen entlang des Weges kommt, dann gibt es eben eine Immunreaktion. Then on the other side, you've got the dendritic cells, which Und cellular immunity.
Sorry? So on this side, you've got the dendritic cells, which are the cellular immunity. Okay. Und rechts habt ihr die dendritischen Zellen und die gibt euch die zelluläre Immunität. Okay, and they will give you T killer cells. Und da bekommt ihr auch die T-Killer-Zellen. Or they call them memory T killer cells. Und eigentlich nennen sie es die Gedächtnis-T-Killer-Zellen. So on both cases, the antigen presenting cell swallows the pathogen. Und in beiden Fällen verschluckt erstmal die Antigen präsentierende Zelle das Pathogen. It then presents a piece of it on the membrane with the MHC class 2. Und dann wird von dieser Antigen präsentierenden Zelle ein Stückchen quasi dieses Antigens auf der Zellmembran präsentiert mit dem MHC Faktor 2. And then this then presents to a T helper cell. Und dieses Stückchen auf diesem MHC2 wird dann an einer Helferzelle präsentiert. T helper cell. Im Genauen einer T-Helferzelle. Yeah. And so once that happens, so on the B cell side, you get differentiation and proliferation. Und wenn das erstmal passiert, auf der B-Zellenseite, hier links im Bild, habt ihr quasi eine Differenzierung, eine Proliferation, eine Zellteilung. This means the differentiation means you get B memory cells and B plasma cells. Und das heißt nichts anderes, die Differenzierung, das heißt, ihr bekommt B-Gedächtniszellen, aber auch B-Plasmazellen. And then they proliferate, so you get lots of them. Und dann heißt es, nachdem sie sich differenziert haben in diese beiden Typen, da vermehren sie sich auch. Das heißt, ihr kriegt ganz viele davon. And then the B plasma cells release antibody. Und die B-Plasmazellen setzen dann die Antikörper frei. That's specific for this pathogen. Und diese Antikörper sind dann ganz spezifisch für dieses eine Pathogen. Okay. And they can produce up to 2000 molecules of antibody a second. Und die können dann bis 2000 Moleküle pro Sekunde produzieren. Then you have the B memory cells, Dann habt ihr die B-Gedächtniszellen. which then you have, and they'll all be specific for that pathogen. Und auch die sind alles ganz spezifisch für dieses eine Pathogen. And the T helper cells proliferate as well. Und die T-Helferzellen, die proliferieren auch, die teilen sich auch. And they're specific for that pathogen. Und auch die sind ganz spezifisch für dieses eine Pathogen. Then over here, when on the T killer cell side, Und hier drüben rechts im Bild auf der T-Killer-Zellen-Seite hier, the T helper cells then once activated, wenn die T-Helferzellen einmal aktiviert wurden, they'll differentiate and proliferate as well. dann fangen auch die an, sich zu teilen und zu vermehren natürlich. And you get T killer cells and T helper cells specific for the pathogen. Und dann bekommt ihr eben die T-Killerzellen und die T-Helferzellen ganz spezifisch für dieses eine Pathogen. So adjuvants. Okay, jetzt Adjuvantien. Okay, so adjuvants are things that are put in vaccines to potentiate and stimulate the immune response. Und Adjuvantien werden in diesen Impfstoff gegeben, um den Impfstoff zu potenzieren und zu verstärken. So they can, what they found it by accident actually. Und sie haben das einfach per Zufall herausgefunden, dass das so ist. They found if they put aluminium in with the vaccine, you got a stronger immune response. Und sie haben herausgefunden, sobald man Aluminium mit dem Impfstoff verbindet, gibt es eine stärkere Immunreaktion. Okay, and
So the other thing is that they can cause immune reactions themselves. Und das andere Thema ist natürlich, die können auch selbst eine Immunreaktion auslösen, also diese Adjuvantien selbst, auf das kann. So aluminium was the first one used. Aluminium war das erste, welches verwendet wurde. And they're only used in the ones that target a humoral response. That's the B memory cells and the B plasma cells. Und das wurde quasi nur für humorale Antworten benutzt. Und das war ja dieser Pfad mit den B-Gedächtniszellen und den B-Plasmazellen für die humorale Antwort, Immunreaktion. They're not used in live attenuated vaccines. Und wird jetzt nicht quasi in lebend abgeschwächten Impfstoffen verwendet. Because the immune system reacts enough. Weil das Immunsystem da ja so und so schon ausreichend reagiert. So you've got there a list of some of the main adjuvants used. Und ihr habt hier jetzt mal so eine Liste der hauptsächlich verwendeten Adjuvantien. Well, aluminium is one of the most controversial. Und Aluminium ist wahrscheinlich das am kontrovers diskutiertesten. Because it's a neurotoxin. Weil das ja auch als Neurotoxin bekannt ist. Squalene is another one that's had its fair share of controversy. Und das Squalen ist auch wird auch quasi weiter kontrovers diskutiert. And then you can see you've got other things like the lipopolysaccharides, which you get on bacterial membranes. Und dann habt ihr noch andere Dinge, wie das Lipopolysaccharid und so weiter. Das habt ihr ja quasi auf der Membran auch von Bakterien und so weiter. Viral glycoproteins, etc. Also virale Glykoproteine und so weiter. That's why it's important, you know, when you're thinking about like vaccines and in this climate where people are being presented with different vaccine options is to research the vaccines and see what type of vaccine there are. Und wenn wir eben unterschiedliche Impfstoffgruppen oder Typen haben, macht es doch immer auch Sinn, quasi sich anzusehen, um welchen Impfstofftyp handelt es sich eigentlich. So Coronavirus Vaccines. Jetzt schauen wir uns nochmal die Coronavirus-Impfstoffe an. So this is something, I just updated this the other day, so. Und das habe ich jetzt gerade erst mal die letzten Tage noch mal aktualisiert. So you've got obviously the two mRNA vaccines out there, the Pfizer and Mrna. Und offensichtlich habt ihr ja die 2 mRNA-Impfstoffe da auf dem Markt von Pfizer und Moderna. Then you've got 3, and these are the ones that are currently recognized. I haven't got the Chinese ones in here that are being used because there's no information about these, but all of these, I could find the list of additives very easily on the internet. Und der chinesische Impfstoff, den habe ich jetzt hier noch nicht dazugefügt, weil da fehlten mir noch Informationen dazu. Aber für diese wurden quasi die Zusatzstoffe dieser Impfung sehr, sehr leicht gefunden. So these 3 live attenuated vaccines are done the same way. Und diese 3 quasi Lebendimpfstoffe, die abgeschwächten Lebendimpfstoffe, you said have done the same way. Have been done, or have got the same technology. Diese 3 Lebendimpfstoffe oder abgeschwächten Lebendimpfstoffe haben quasi dieselbe oder weisen dieselbe Technologie auf. So you've got the AstraZeneca, the controversial. Da habt ihr eben zum einen diesen AstraZeneca-Impfstoff, der auch sehr kontrovers diskutiert wird. You've got the Johnson & Johnson, which is a US vaccine that only requires 1 injection, not 2. Und dann habt ihr eben diesen Impfstoff Johnson & Johnson und das ist ein Impfstoff aus den USA und da braucht man quasi nur eine Impfung und nicht 2. And then you've got the Sputnik 5, which is from Russia.
Und dann habt ihr noch Sputnik 5 und der kommt aus Russland. I learned how to pronounce that with Sputnik. Und ich habe jetzt schon gelernt, den ordentlich auszusprechen. Also der heißt eigentlich so Sputnik. Yeah. So they're all use the same idea where you've got a live attenuated adenovirus that's got modified genetics to have the coronavirus spike protein in its genome. Und all diese drei, AstraZeneca, Johnson & Johnson und Sputnik, die haben quasi diesen attenuierten Lebenimpfstoff basierend auf dem Adenovirus mit einer genetischen Modifikation eben zur Herstellung von dem Coronavirus-Spike-Protein. Yeah. And so they're all being used, and the Johnson & Johnson's only available in America at the moment. Und Johnson & Johnson gibt es im Moment nur in Amerika. The Russian one is obviously in Russia, but it's spreading into Eastern Europe. And the latest thing I've read is that Angela Merkel and Macron have been ringing up Vladimir Putin, wanting to get some Sputnik 5s into main parts of Europe. Okay. That's true. Und Sputnik gibt es hauptsächlich in Russland, aber es soll jetzt eben auch in Osteuropa verbreitet werden. Und ich habe gerade erst mal einen Bericht gehört, wo Angela Merkel eben versucht, auch diesen Sputnik nach Europa zu bekommen für die Impfkampagne. And Macron as well from France, you know, the French president. Ja, und Macron natürlich aus Frankreich. So let's see, you might get that one there, but you know, I've already... Österreich auch, na Halleluja, gut. Austria as well. We'll try to get Sputnik as well, obviously. Oh, really? Yeah. We'll talk about that later. Okay, da sprechen wir nochmal später darüber. So there's other ones in the pipeline. Da gibt es auch noch andere quasi, die noch warten, in der Pipeline quasi sind. You've got some Chinese ones. Da kommt jetzt noch einer aus China. So you've got China's Convidiceae, I don't know how to pronounce that, but that's live attenuated. Also da gibt es quasi dieses Chinas Convidiceae oder wie auch immer man es ausspricht, und das ist auch quasi so ein Lebendimpfstoff, der abgeschwächt wurde. So, but the thing is with the Chinese, they haven't released any data of their vaccines, so you can't find any information, no studies, or you can't find any list of ingredients about the Chinese. Schwierig jetzt hier so mit dem chinesischen Impfstoff, denn die geben keine Daten raus, also man kann keine Informationen zu diesem Impfstoff finden, auch keine Zusatzstoffe, die damit eingefügt wurden. Then you've got a couple of subunit vaccines. Dann gibt es so ein paar so Subunits Impfstoffe. So there's Novavax in the USA. Da gibt es dann das Novavax aus den USA. And you've got the Epivac Corona from Russia. Dann habt ihr noch das Epivac Corona aus Russland. Then you've got these inactivated vaccines. Dann gibt es noch die inaktivierten Impfstoffe. So there's a European company, I think they're from Europe, Valneva. Ja, dann gibt es ja noch den europäischen, Valneva. And then you've got a couple of Chinese and one from India as well. Und dann gibt es noch zwei aus China und einen aus Indien, der noch so in der Pipeline. But just know the subunit and inactivated vaccines will contain adjuvants. Und nur, dass ihr es wisst, ja, also diese Subunit-Impfstoffe, die enthalten natürlich auch diese Adjuvantien. Yeah, inactivated ones too. Auch die inaktivierten Impfstoffe übrigens, auch die haben Adjuvantien. Okay. Gut. So, I don't know, a couple of weeks ago, Alexandra, remember you sent me some information about cellular immunity
with coronavirus. I don't know if you remember that. Ja, yeah. Also vor 2 Wochen, Alexandra, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, da hast du mir doch etwas geschickt über die zelluläre Immunität, auch beim Coronavirus. So this is so I found this paper where they did a review of all of immune reactions. Und da habe ich eben jetzt noch zusätzlich noch dieses Paper gefunden, diesen Artikel, wo sie quasi eine Review gemacht haben über die verschiedenen Immunreaktionen. So the first thing they found is the antibody response is actually not a great marker of coronavirus infection. Und was die da eben rausgefunden haben in diesem Artikel, bei dieser Review, ist, dass die Antikörperreaktion generell mal kein guter Marker ist für die Coronavirus-Infektion. That the T-cell or cellular immunity is a better marker than antibody after a natural coronavirus infection. Und weiters wurde herausgefunden, dass diese T-Zellenreaktionen weitaus bessere Marker darstellen als die Antikörperreaktionen nach einer ganz natürlichen Coronavirus-Infektion. So, you know, remember way back when we had the original, the SARS coronavirus 1. Und wenn ihr euch vielleicht zurückerinnert, als wir den Originalen, so diesen SARS-CoV-1 hatten. What they found is people who survived the infection, 50% had antibodies after 3 years. Und was da eben herausgefunden wurde von Leuten, die diese Infektion überlebt hatten, dass 50% der Überlebenden nach 3 Jahren noch Antikörper aufwiesen. No survivors had detectable antibodies after 6 years. Aber kein Überlebender dieser Infektion hatte nach 6 Jahren noch nachweisbare Antikörper. And virus-specific T-cells remain at 6 to 17 years. Und dann wurde noch herausgefunden, dass virusspezifische T-Zellen noch bestehen bleiben nach 6 bis 17 Jahren. So what this means is if you want to have effective immunity against coronavirus, you need a strong cellular immune response. Und was das eigentlich heißt, ist, wenn ihr eine gute Immunreaktion habt, also ihr braucht eine gute zelluläre Immunreaktion, um also quasi um eine gute Immunität gegen Coronaviren zu haben. Okay. So with the SARS coronavirus 2 infection, und mit dem SARS-CoV-2, mit der SARS-CoV-2-Infektion, they found that people who had the mild form of the infection had really not many antibodies against it. Und da ist aufgekommen, dass Leute mit einem sehr milden Verlauf dieser Infektion sehr wenige Antikörperreaktionen hatten. And so they would only have a few antibodies, and then once it's gone, the antibodies would be gone. Und die hatten nur ganz wenige Antikörper, und als dann die klinischen Symptome auch abgeklungen sind, sind meist auch die Antikörper verschwunden. And then what also they found was that 40% of asymptomatic patients. Und was sie aber auch herausgefunden haben, ist, dass 40% der asymptomatischen Patienten had no immunoglobulin G against the spike protein after 12 weeks. Hatten quasi kein Immunglobulin G von dem Spike-Protein nach 12 Wochen. But what else they found, and this is interesting. Und was sie noch gefunden haben, und das ist sehr spannend, is that the strong antibody response correlates with more severe clinical disease. Dass eine sehr starke Antikörperreaktion dann direkt korreliert mit einer sehr schweren klinischen Erkrankung. And that the strong T-cell response is correlated with less severe form of the disease. Und eine starke T-Zellenantwort korreliert dann wieder weniger mit einer weniger schweren Erkrankung. So it means that people who have had the infection and it's been,
like a mild, like as a lot of people have a mild reaction to coronavirus, what they would have is a strong T cell and therefore a long-term immunity to coronavirus. Und was es heißt, ist, dass Leute, die quasi einen sehr milden Verlauf dieser Coronavirus-Infektion haben, quasi sehr starke T-Zellen entwickeln. So here's some interesting data as well from the same paper. Und hier noch weitere ganz interessante Informationen von demselben Artikel, den ich da gefunden habe. So people who have got coronavirus or COVID-19, which is the disease, have lower T cell counts than compared to healthy controls. Und das zum Beispiel bei Covid-19-Patienten, und das ist ja, Covid-19 ist die Erkrankung, die aus dem SARS-CoV-2-Virus resultiert. Also bei dieser Covid-19-Patienten ist quasi die Gesamtzahl der T-Zellen bei den meisten Patienten im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe deutlich niedriger. Okay, so low T killer cell counts are actually a predictor of higher risk for death. Und das heißt dann, dass quasi so niedrige T-Killer-Zellzahlen ist wie quasi ein Prädiktor für ein höheres Sterberisiko. So, as I said before, antibody response is higher in severe disease than in the milder form. Und so wie ich vorher schon erwähnt habe, ist quasi gerade so diese Antikörperreaktion bei einer schweren Krankheit höher als bei einer milden Krankheit. And abrupt elimination of virus is not observed after appearance of antibodies. Und eine abrupte Eliminierung auch des Virus wird nach dem Auftreten von Antikörpern nicht mehr beobachtet oder nicht beobachtet. So they can actually worsen the disease. So you've got antibody-dependent enhancement. Und die könnten eigentlich die Erkrankung quasi noch verschlimmern, also antikörperabhängige Verstärkung. Okay, so this is what they've seen in animal models and possibly humans. Und das haben die schon quasi gesehen bei Tieren, aber vielleicht auch bei Menschen. So the T cells, especially the Th2 T helper cells, which are the ones that activate the B cells, they can amplify tissue damage in the lung and the heart, which can happen, some cases of people with coronavirus infection or vaccination, you can get this response. Und gerade bei den TH2-Zellen, also bei den T-Helferzellen, ja, und auch bei den B-Zellen, da könnten dann gerade Gewebsschäden dann auch in der Lunge oder beim Herz nach einer etablierten Corona-Infektion oder auch nach einer Impfung verstärkt werden. Yeah. So this is like the so-called cytokine storm. Und das kann auch aufgrund dieses, oder das nennt man dann auch den Zytokinsturm oder Überschuss. So what the conclusion is that if you want to get a vaccine, and this would be, okay, for talking about this article is about coronavirus vaccines, but this should be against anything. You should induce T cells. They get these memory T killer cells as well as antibodies. So, also, that's the first part, right? The severe authors have come to conclusions. Yeah, so I'll break it down. So yeah. What people have come to the conclusion that any vaccine, not just a corona vaccine. Und da sind sich mehrere Autoren jetzt einig, ja, die sind zu demselben Schluss gekommen, dass zum Beispiel nicht nur der Coronavirus-Impfstoff, they should induce, the T memory cells as well as antibody. Sollten quasi auch die T-Gedächtniszellen sowohl als auch die Antikörper, also nicht nur die Antikörper quasi induziert werden. And you can see there's a couple of quotes there.
Und ihr seht schon, ich habe hier so 2 so Zitate mit eingefügt hier. So you want these memory CD8 T cells, which are the T killer cells, for best protection. There's 2 sort of quotes. Das heißt, ihr wollt quasi die Gedächtniszellen, aber auch die T-Killer-Zellen. Das steht da unten quasi in diesen Zitaten. So here's something interesting that they also said, and which hier ist could noch mal mean ganz was there's a problem with the Coronavirus-2 vaccines. Und das ist nochmal interessant, was die auch sagen. Und das könnte auf ein Problem hinweisen, welches quasi in dieser Corona-Impfung besteht. So when they analyze the epitopes, which is it's the bit that the T cells recognize as a pathogen. Und wenn die dieses Epitop analysieren, und das Epitop ist ja nichts anderes als dieses Stückchen, was dann von den T-Zellen quasi erkannt wird. Das Stückchen von dem Pathogen. So when they, so after people had the natural infection, nachdem die Leute diese ganz natürliche Infektion durchgemacht haben, the T helper cell, the spike protein only made up 27% of the T helper cells specific for the coronavirus 2. Sieht man, dass bei den T-Helferzellen-Epitop das Spike-Protein nur 27% ausmacht, bei den T-Helferzellen, bei der SARS-CoV-2-Infektion. Whereas in coronavirus 1, it was about 2/3 of the T helper cells were for the spike protein. Und während in Corona-CoV-1 waren es 2/3 des Spike-Eiweiß-Proteins der T-Helferzellen. Yeah. The membrane proteins were 27%. Die Membranproteine waren ca. 27%. In the 2. Im Zweier, im SARS-CoV-2. Yeah, and in the first one there was none. Und im Einser waren da keine zu finden. And the nucleocapsid proteins, which are the ones that encapsulate the bits inside the virus. Und in diesem Nukleokapsidprotein, das ist quasi da, wo dieser Virus eingekapselt wird. In the second coronavirus, it was 11% of the T helper cells. Und im SARS-CoV-2, da waren 11% zu finden. In the first coronavirus, there wasn't any as well. Und im ersten gar keines. So this is very different immune reaction between the 1 and the 2. Also man sieht schon quasi, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen SARS-CoV-1 und SARS-CoV-2-Erkrankung in der Immunreaktion. Because what we're doing is we're, you know, with the live attenuated, with the Adenovirus, with the spliced in spike protein, we're only offering the spike protein for the immune system to respond. Und zu verstehen gilt einfach, dass bei diesem lebend attenuierten Adenovirus-Impfstoff einfach nur das Spike-Protein injiziert wird, damit eine Immunreaktion ausgelöst werden kann. And that's the same with the subunit vaccines. Das Gleiche oder dasselbe gilt auch für diese Subunit-Vakzine. So that means we're only getting 27% of possible T helper cells reacting. Das heißt, wir haben dann aber als Reaktion, als mögliche Reaktion darauf, nur 27% der T-Helferzellen als Immunreaktion. Then you've got the T killer cell. Dann haben wir die T-Killer-Zelle. So again, in coronavirus 2, you've got 26% spike proteins. Und auch die reagiert nur quasi beim SARS-CoV-2-Coronavirus, nur 26% die T-Killer-Zelle reagiert auf die Spike-Proteine. 22% membrane proteins. 22% reagiert sie auf die Membranproteine. And then about 50% you got this NSP6, the ORF3A and nucleocapsid proteins.
Und für circa 50% reagiert sie auf das NSP6, das ORF3A und das Nukleokapsid-Protein. Yeah. Whereas in the coronavirus 1, Und im Vergleich zum SARS-CoV-1 the spike proteins are about 50% of T killer cells. waren die Reaktion der T-Killerzellen der Spike-Proteine bei 50% bei den T-Killerzellen. And nucleocapsid were about 36%. Und das Nukleokapsid war ungefähr bei 36%. So you can see that the immune profile, the way the immune system reacts to coronavirus 2 is very different to coronavirus 1. Da seht ihr schon, dass das Immunprofil und wie es quasi auf die unterschiedlichen Viren reagiert, sehr unterschiedlich ist im Vergleich zu SARS-CoV-1. And it seems to be that the the people who have the best immune reaction will be the people who actually had the disease, but with asymptomatic. They'll have long-term memory T killer cells, and so. Und die am besten geschützt sind, sind eigentlich die, die den Virus aktuell durchlebt haben mit einem asymptomatischen Verlauf, weil die haben quasi eine T-Killerzellenproduktion, die am längsten anhält. Here. Oh, God, you hate pop-up windows. Just to remind you of the genome of the coronavirus 2. Das ist nur, um euch nochmal daran zu erinnern, das sind quasi die Genome des SARS-CoV-2 Coronavirus. Yeah. And I've got this nice picture. This was out of that same article. Und das ist nochmal so ein schönes Bild und das ist aus demselben Artikel, den ich da gefunden habe. So here you've got the infection or vaccination. Also hier habt ihr die Infektion oder auch die Impfung. And here you got your plasma cells. Da seht ihr dann die Plasmazellen. You got your T helper cells. Die T-Helferzellen. And then the T killer cells. Und auch die T-Killerzellen hier. And so over here you've got your B plasma cells and B memory cells. Und hier habt ihr dann die B-Plasmazelle und die B-Gedächtniszelle. So over here where you get this high level of B plasma cells releasing antibodies, where you get this potential tissue damage. Und da habt ihr dann die B-Plasmazelle, die quasi die Antikörper freisetzt, wo dann die Gewebsschäden auftreten. And the B cells die away after about 3 years, they're gone. Die B-Zellen sterben ab nach circa 3 Jahren, die sind dann einfach weg. Where you've got the T killer and T helper cells, they persist after more than 15 years. Und da unten habt ihr dann eben die T-Killerzelle oder die T-Helferzelle und die bleiben über 15 Jahre uns erhalten. And then they give you this long-term immunity. Und die geben uns dann eben diese Langzeitimmunität. So what does this mean for NK practitioners? Okay, was heißt es jetzt für uns, für die NK-Practitioner, für die NK-Anwender? You know, obviously the adaptive immune system is important. Natürlich ganz wichtig ist hier mal das adaptive Immunsystem. Both the B plasma cell and the T killer cell pathways. Dann natürlich die B-Plasmazellen und die T-Killerzellenbahnen. If you've got severe reactions, you definitely need this inflammation, you know, where you get the chronic inflammation. Und wenn ihr sehr starke Reaktionen habt, dann könnt ihr euch zum Beispiel die Bahnen der chronischen Entzündung sehr gut helfen. And also I'd be looking at the mast cell activation syndrome. Auch das Mastzellenaktivierungssyndrom würde ich mir hier anschauen. So, you know, with the immune system, you've got Immune 1, Immune 2 and the Immune Pathology course. All have got very in-depth, effective immune balances from all parts of the immune system.
Und von meinen Kursen habt ihr dann zum Beispiel das Immunsystem 1, Immunsystem 2 und auch den Immunsystem-Pathologie-Kurs oder Immunsystem-3-Kurs, die alle für sich sehr, sehr effektive Immunbalancen beinhalten. Okay, obviously, with the vaccine thing, what I did was do it, work with it a bit and also work with the, identify the additives in each vaccine and create, basically I created a procedure for every known vaccine that's administered to humans. Und was ich natürlich mit dem Impfstoffprotokoll gemacht habe, ist, dass ich quasi für alle bekannten Impfstoffe eine eigene Balance kreiert habe und zusätzlich auch alle Zusatzstoffe mit aufgeführt habe und so weiter. So one more thing about the coagulation. Und eins noch, was ich zum Thema Blutgerinnung noch sagen möchte. Is the latest thing that I've heard or read about the blood coagulation response to the AstraZeneca vaccine. Und das ist so das Neueste, was ich gehört habe zum Thema Blutgerinnung im Zusammenhang mit der AstraZeneca-Impfung. And I believe they're, sort of restricting its use in Europe again. Und was ich gehört habe, wird ja auch der Gebrauch der AstraZeneca-Impfung in Europa wieder sehr eingeschränkt. Is it's caused by antibody reacting to the thrombocytes or platelets. Und es wird verursacht durch die Antikörper, die quasi interagieren oder reagieren mit den Blutplättchen. Okay, which then gets destroyed by phagocytosis. Und die werden dann zerstört durch die Phagozytose, die Blutplättchen. And then the body goes, oh my God, I've got no platelets. Und dann realisiert der Körper, oh, um Himmels Willen, ich habe keine Blutplättchen mehr. And so you start producing many more platelets. Und darauf produziert der Körper sehr, sehr viel mehr Blutplättchen. And this is what is leading to the coagulation. Und das führt natürlich dann zu dieser Koagulation, zu dieser Gerinnung. So, anyway, that's what I read. I don't know. But, also wie auch immer, das wollte ich euch noch sagen, das habe ich gelesen, ja. Yeah. So, anyway. Also ja, wie auch immer. Okay, so any questions? Is there any in the chat you want to read out? Okay, also es gibt jetzt einige Fragen oder habt ihr Fragen? Es gibt auf jeden Fall mal im Chat welche, die ich euch gerne jetzt mal oder die ich jetzt vorlese. Wo fange ich denn da an? Am besten oben. Gisela, du hast da einiges geschrieben. So there is also the vector vaccines like AstraZeneca. This they call it, it's an adenovirus with a coronavirus vector. What that means is, that just means what I explained, that they splice the gene, that the adenovirus is the vector, and they've put the gene for the spike protein into the genome of the adenovirus, but it's live attenuated. But that's why they call it vector, because it's not. Also die nennen das so, weil einfach, also diese Vektorimpfung, ja, diese Vektorimpfstoffe ist nichts anderes als diese attenuierten Lebendimpfstoffe, diese abgeschwächten, wo quasi als Vektor dient dieser Adenovirus. Das ist quasi der Vektor und in das kommt von dem Coronavirus dieses Spike-Protein. Ja, okay. Yeah, the Johnson & Johnson, the AstraZeneca and the Sputnik 5 are all this adenovirus vector. Und nichts anderes, also dieses, was wir vorher schon hatten, Johnson & Johnson
und Sputnik. And what else? AstraZeneca. Und AstraZeneca natürlich, ja klar. Das sind diese attenuierten Lebendimpfstoffe, wo quasi dieser Adenovirus der Vektor ist und dieses Spike-Protein vom Coronavirus SARS-CoV-2 auf diesen Adenovirus draufgesetzt wird. Und genau. Genau, und Gisela, das beantwortet gleich deine nächste Frage. So, what sort of vaccination is it with the Johnson & Johnson when you only need one vaccine, one shot? So it's just the same, right? Yeah, it's the same. It's just that they, look, when they did the trials with the Johnson & Johnson, so this goes back to the different phases of clinical trials, is that Da gehen wir jetzt zurück zu den ganzen verschiedenen Versuchen, die da gemacht werden, ja, diese Trials. Yeah. So they found that the Johnson & Johnson, you only needed one shot. Und da haben die einfach rausgefunden, okay, von Johnson & Johnson brauchst du quasi nur eine Injektion, das reicht. Das haben die in den Versuchen festgestellt. And then someone else wrote that the vector vaccination, aren't they DNA vaccines? DNA vaccines? I mean, Yeah. no, what it is it's the same answer as I said before. The DNA of the spike protein, or the coronavirus and adenovirus are actually RNA vaccines anyway. So ja, also Coronavirus und Adenovirus, das sind RNA-Vakzine. No, viruses, sorry, they're RNA viruses. Also, okay, can you say it again, please? Just to make it sure. I mean, okay, look. What they do is they create a virus with the spike protein. Also was die machen, ist, die kreieren einen Virus mit einem Spike-Protein. They let it reproduce. Die lassen das Virus quasi sich replizieren. So then you get an adenovirus with a coronavirus spike protein on its membrane. Und dann erhalten sie daraus einen Adenovirus mit einem Coronavirus-Spike-Protein drauf. Then they weaken it. It's like the AstraZeneca's a monkey adenovirus. Dann schwächen sie das. Also AstraZeneca ist ja quasi ein Affen-Adenovirus. So it cannot cause a disease. Also es kann keine Erkrankung auslösen. And so then so it's live, it's attenuated. Es ist quasi ein Lebendimpfstoff, dieser wurde abgeschwächt. And they put it in. Und das wird dann eben eingeschleust. And then your immune system reacts. Und das Immunsystem reagiert dann drauf. It's got nothing to do with DNA. Es hat eigentlich nichts zu tun mit der DNA. Any other questions? Gibt es noch andere Fragen? Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Frage ist, Gisela, wo du geschrieben hast, die mRNA-Impfstoffe gehen nicht in den Zellkern, sie bleiben im Zytoplasma, an den Ribosomen, den Orten der Proteinbiosynthese. War das irgendwo eine Antwort oder ist das eine Frage? Du kannst uns, glaube ich, auch dein Mikro einschalten. Can I use a microphone? Okay. And so Gisela is writing that also the strong T-cell reaction with the mild corona disease and a strong antibody reaction with the heavy corona disease is very logic, because the T-cell response, which is the first immune reaction and shows you that you have a very good immune response. Yeah, and is there a question with that?
Probably she just comments on it. Okay. Is there, Slavika is asking, is there a difference between vaccinating a man versus a woman? I don't know. I've never. Also keine I Ahnung, don't know if there's Slavika. much difference between a female and a male immune system. Also das hängt dann wahrscheinlich davon ab, wie weit es einen Unterschied gibt zwischen dem Immunsystem der Frau und dem Immunsystem des Mannes. Da weiß ich zu wenig Bescheid. And someone writes that the formats to balance the vaccination stress. Hugo Tober teaches in a course called Vaccination Stress, which lasts 1 day. Is that correct? That's correct. That's what we got coming up soon. Ja. Genau, also Sonja, es kommt ja bald der Kurs zum Thema Impfstress und der dauert einen Tag und da gibt es diese ganzen Balancen und Formate, die Hugo da eben zeigt. Is there any coincidence between the coagulation issues, the thrombosis after the vaccination with AstraZeneca and like the hormonal, like the pill, you know, when you have the hormonal contraceptives? Oh, look, I'm not aware of anything to do with hormonal contraceptives affecting the immune system because they're usually an estrogen or a progesterone agonist. Also ich weiß jetzt nicht so viel über die hormonelle Verhütung im Zusammenhang mit der Impfung. Normalerweise handelt es sich bei der Pille ja um einen Östrogen- oder Progesteron-Antagonisten. And the whole thing with AstraZeneca and blood coagulation is questionable. The only place they claim it to happen is in Europe. The rest of the world don't. Und die ganze Sache mit AstraZeneca und der Blutkoagulation, also der Blutgerinnungsstörung, ist generell in Frage zu stellen, weil diese Probleme offensichtlich ja nur in Europa auftauchen und nicht im Rest der Welt. Everyone else is still using it, so. Also alle anderen Länder scheinen die Impfung immer noch zu verwenden. And I think yesterday I heard in Germany, I think it was maybe they've issued over 2 million AstraZeneca vaccines and they've got about 30 cases of blood coagulation. So I don't know if that's actually higher percentage than you would have in the general population. So I don't know. Also irgendwo scheinen die 2 Millionen Impfdosen bestellt zu haben oder so those 2 million got vaccinated and out of those 2 million there's 30 people with blood coagulation problems. Yes, that was in Germany. Also irgendwo scheint es so zu sein, dass 2 Millionen Impfdosen verabreicht wurden und daraus 30 Leute mit Blutgerinnungsstörungen zu kämpfen hatten. So I don't know if that's more than you would see in just the non-vaccinated population. Also ich weiß nicht, ob das vielleicht mehr ist als in einer nicht geimpften Population. Dazu habe ich jetzt keine Zahlen. So I think this whole thing, I mean, there's a lot of politics with AstraZeneca in Europe because it's English. Und ja, da gibt es wahrscheinlich viel Politik einfach außenrum. Ja, es kommt ja auch aus England und so weiter. So is has it any effect on the energy system after the vaccination? Or what is the effect on our energy system? Do you know anything about it? Well, it's just be stress, you know, just be typical with any kind of thing is that, you know, if you're, you know, with the vaccination can create stress in your body and, you know, like anything else, you're injecting something in. Also ja, klar, natürlich hat es einen Einfluss auf das Energiesystem und das wird bedeuten, du hast Stress im Energiesystem und das heißt es quasi dann auch wieder auszubalancieren und du musst einfach schauen, wohin sich dieser Stress wendet, was quasi gestresst ist in deinem Körper in Bezug auf auf die Impfung. Which vaccine would you say is the one that probably causes the least problems? Look, I don't know. Also ich sag's euch, ich weiß es nicht.
And, you know, Can you at the can you moment, my idea is to wait till I can travel again and leave Australia, is to go to the United States and get the Johnson & Johnson, because it's just one shot. That's my idea at the moment, but I don't know. Also ich kann euch nur sagen, meine eigene Idee ist einfach zu warten, dass ich wieder reisen darf, und dann würde ich nach Amerika reisen und mir einfach diese eine Impfgabe geben von Johnson & Johnson, weil es einfach nur ein Shot ist, ja, also nur eine Spritze. But I mean, we don't have it here in Australia. I mean, we've barely had any coronavirus, and not a lot of people in Australia have been vaccinated. So it's just what's going on, like people working with clients, you don't see a lot of that here, you know. Aber wir haben eben diese Johnson & Johnson nicht in Australien. Es werden überhaupt sehr, sehr wenige Menschen in Australien dazu geimpft. Und da muss man jetzt einfach mal schauen, wie das hier so weitergeht. And we haven't had a lot of infections either. Also wir haben auch nicht viele Infektionen, ja. Also die Leute erleben dort, die meisten, eigentlich ein ganz normales Leben. In my area where I live, there's been 3 cases the whole time. Only 3. Also da wo ich lebe, hat es vielleicht 3 Fälle gegeben in diesem ganzen letzten Jahr. Can you vaccinate people with autoimmune disease with AstraZeneca? I don't know. You have to ask. I mean, I don't know. That's a medical question. I can't answer that. Also ich kann keine medizinischen Fragen beantworten. Is it true that the vaccination can have or block your senses in a way of that you have difficulties in how do I translate this? Also stimmt es, dass die Impfung den Zugang zu feinstofflichen Wahrnehmungen blockieren kann? Basically, it's blocking your sixth sense. Oh, you mean your intuition or something? Yeah. Exactly. The subtle, you know, it's like the subtle energies. Oh, well, again, any effect in your energy system, whether it's from any activation of the immune system, would create stress. So, I mean, remove it. Yeah. Okay, also was auch immer natürlich Stress für das Immunsystem bedeutet und was dann wieder Auswirkungen haben kann auf vielleicht